Dachte, du machst gerade ein Abi. Nee, hast recht, ich bin erst 17, hast recht. Ich mach gerade mein Abi. True. Ich bin erst 17. Stimmt. Fast vergessen. Auch noch eine Idee für das Event, was mir eingefallen ist, by the way, wäre gewesen, für die New Year Töte 2024 Monster Quest wäre gewesen, einfach eine Staffelung zu machen. Töte 224 Monster für so eine Low-Box zum Beispiel oder halt verschiedene Boxen. Töte 1024 Monster oder 1012, whatever, für eine mittlere Box oder nochmal eine Low-Box und töte 2024 für die High-Box oder irgendwie so. Das hätte man halt auch machen können. Wenn es einen interessiert hätte. Ist mir letztens noch so eingefallen, weil das mit den Eiern zum Beispiel, gut, das ist jetzt nicht das beste Beispiel, weil die Eier funktionieren ein bisschen anders. Die droppt man ja so gesehen gar nicht oder so, aber vom Prinzip her gibt es ja öfter auch, dass es so Events gibt, die gestaffelt sind. Je nachdem, was du machst, dass du dann bessere Belohnungen freischaltest, je mehr du machst, sozusagen. Check nicht, warum die nicht selbst drauf gekommen sind, sowas zu machen. Also leicht ist es nicht für Anfänger, aber wenn das Spiel schon so lange existiert oder die Server schon jahrelang existieren, dann ist es halt, also vor allem der Anfang direkt, also es ist Level 1 bis 60 vor allem, aber auch noch die Zeit danach ein bisschen, wird nie einfach sein. Weil der Markt sich halt nicht an Anfängern orientiert, sondern halt an High-Level-Spielern. Und die High-Level-Spieler haben halt ganz andere, die wollen andere Sachen kaufen, die haben höheres Einkommen, die haben halt auch schon, keine Ahnung, viele sehngebundene Items, die haben einfach eine ganz andere Bedürfnisstruktur. Also für Anfänger wird es immer schwierig sein. Schwieriger. Leider. Ich habe schon ewig keinen neuen Char mehr erstellt, aber meines Wissens nach haben die, also es gibt jetzt eine Anfänger-Box, wenn du anfängst und dir einen neuen Char erstellst. Ne, wobei ich glaube, man kriegt es nur einmal pro Account oder so. Aber ist ja egal, auf jeden Fall, wenn du einen neuen Char erstellst oder neu anfängst, hast du ja diese Anfänger-Support-Box. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, was da drin ist, aber ich glaube eine Ampli und ein paar Power-Ups, ein paar Upcut-Stones oder so. Und diese Flügel und diese Glasses-Box, irgendwie so. Jedenfalls, das Item sollten sie vielleicht mal überarbeiten, weil im Endeffekt ist es ja so, wenn jetzt jemand anfängt und der benutzt die Items, die in dieser Box sind und schafft es, aber mal vorausgesetzt, er hat noch nicht für Live gespielt, schafft es selbst mit Hilfe dieser Items gerade mal auf Level 15 oder auf Level 20, dann hat er alle Power-Ups verbraucht und hat kein Geld, keine Optionen, ist halt im Low-Level auch relativ alleine, weil natürlich jetzt, wenn du random irgendwann anfängst, ist es unwahrscheinlich, dass da jetzt noch 50 andere Leute rumlaufen, die gerade auch zufällig genau dann angefangen haben. Ist es ja jetzt nicht so, dass jeden Tag 100 Leute mit Flive anfangen. Und ich weiß nicht, wie hoch da die Motivation ist, weiterzumachen, wenn das, was du zu Beginn bekommst, halt nicht gerade viel ist. Und halt mit dem noch, wenn man sich dann ein bisschen über das Spiel informiert und dann sowas wie du jetzt, dann fragt man, was ist so Maximallevel und so. Und dann kriegt man halt diese ganzen Antworten, die alle nicht ermutigend klingen. Könnte man auch sagen, dass es da Galas Fehler ist, da nicht mehr für Anfänger zu tun, wie zum Beispiel einfach in diese Anfängerbox mehr Amplis, mehr Power-Ups zu packen, also vor allem wahrscheinlich Amplis, damit man einfach dieses Low-Level ein bisschen skippen kann. Oder man hebt sich die Amplis auf für spätere Level, wenn man schon ein bisschen weiß, okay, später wird es nicht wirklich leichter, dann könnte man sie sich auch aufheben. Aber dass man zumindest, sage ich mal, Level 15 rushen kann, dann überhaupt mal eine richtige Klasse spielen kann, weil ich meine, Vagrant ist ja sau langweilig, also es gibt nichts Langweiliges als Vagrant zu spielen. Das ist einfach nur langweilig und ätzend. Vor allem, wenn keine Nostalgie damit verbunden ist, wenn du noch nie Live gespielt hast, hast du keinen Nostalgiefaktor. Das heißt, es ist einfach nur langweilig. Also wenn man das ein bisschen skippen könnte, wäre es sicherlich nicht schlecht. Oder nicht nur den Vagranten skippen kann, sondern auch das ganze Early Game so ein bisschen schneller durchziehen kann. Und ja. Also ich denke mal, Gala könnte da auch schon mehr machen. Der Anfänger-Buff-Peng ist ultra madig. Aber wenn du dem jetzt jeden Buff auf Level 7 gibst, so wie früher war, also aktuell bufft der, glaube ich, nur 3 Buffs oder 4 Buffs, alle auf Level 5 oder so, also ultra schlecht.
dann wären halt vielleicht manche Leute dazu geneigt zu sagen, ja, warum soll ich mir dann eigentlich einen eigenen Ringmaster machen? Ich habe den Buff-Peng oder so. Ergibt keinen Sinn, ich weiß, aber manche Leute denken dann vielleicht so. Und dann besteht ja die Gefahr, dass die Leute dann erst recht keinen eigenen AM haben. Und dann irgendwann später erst mit Level 70, 80 realisieren, was für einen fatalen Fehler sie begangen haben, indem sie sich keinen Ringmaster gemacht haben. Welche Klasse und welchen Build würdest du deinen Todfeind spielen lassen, wenn du ihm das Leben zur Hölle machen müsstest? Welche Klasse, welchen Bild für einen Todfeind? Wahrscheinlich AOE Jester. Also ich dachte jetzt nur Spielstile, die auch tatsächlich existieren. Full STR 1v1 LL. Das ist ja kein richtiges Bild. Das ist ja Troll. Na, ich denke, AOE Jester müsste schlimm genug sein. Da musst du gar nicht trollen. Das ist so schon der schlimmste Spielstil. Wahrscheinlich sogar schlimmer als 1v1 LL. Da brauchst du gar nicht trollen. Wie hart bist du? Wie hart ich bin? Ich trinke jeden Tag um 22 Uhr kurz vorm Schlafengehen noch einen Kaffee und einen Red Bull. Oh, okay. Dann kannst du reingehen. Mein Fehler. Mein Vater ist der Bürgermeister von St. Morning. Ja, mein Onkel arbeitet bei Gala. Also pass auf, sonst lass ich dich bannen. Kappa. Oder? Na doch, es war nicht. Und nichts gedroppt. Nein, warum? Immer diese Schmutzdrops, Alter. Weiblich Jester. Och nein! Oh mein Gott. Alter, jedes Mal droppe ich die schlechtesten Items, Mann. Das kann nicht sein, Alter. Die wertloseste Waffe? Ja, aber die wertloseste Waffe ist ja der Slayer. Aber wirklich also weiblich Billposter-Handschuhe, weiblich Billposter-Handschuhe und jetzt weiblich Jester-Handschuhe. Also wirklich schlechter geht es nicht. Das sind genau die Sets, die kein Schwein trägt. Die sind einfach komplett wertlos. Meine Fresse, ey. Und Waffen auch nie das Beste, immer das Schlechteste. Oder eher das untere Ende auf jeden Fall. Zum Kotzen. Lava Card A. Thorn Card A. Thorn Card B. Und dann mache ich mir eine AX, wo nur A-Karten drin sind. Und eine BX, wo nur B-Karten drin sind. Und Thorn Card A. Jetzt habe ich mein Crit Damage um 8% gesteigert von meinem Blade. Beide geben jetzt 6% Crit Damage, eine mit 2 Karten, eine mit 3 Karten.